Im Schatten eines wachsenden Imperiums erhebt sich ein Name, der wie Stahl klingt: Skanderbeg. Als Pfand an einem fremden Hof geformt, lernt Georg Kastrioti die Regeln der osmanischen Kriegsmaschine von innen, bis er sie bricht. Er kehrt zurück nach Nordalbanien, nicht als Bittsteller, sondern als Klinge. Kroja, Torviol, Albulena, enge Pässe, dunkle Wälder, brennende Lager und ein Gegner, der plötzlich merkt, dass Berge zu Fallen werden können. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der nicht nur kämpfte, sondern den Krieg dachte. Mit Täuschung, Tempo und kalter Präzision und mit einem Willen, der ein Imperium immer wieder zum Zahlen zwang. Skanderbeg, der Löwe von Albanien. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da und abonniere den Kanal Heldenepos. Schreib in die Kommentare, welchen Helden wir als nächstes behandeln sollen. Im 15. Jahrhundert war der Balkan kein Ort, an dem Geschichte langsam reifte. Sie wurde gedrängt, zerdrückt, beschleunigt. Grenzen waren keine Linien, sondern Zonen aus Angst, Hunger und Gelegenheit. Eine Burg konnte am Morgen noch Schutz bedeuten und am Abend schon ein Käfig sein. Ein Tal konnte heute einem lokalen Herrn gehören und morgen einem anderen, weil ein Bündnis brach, weil ein Bruder verriet, weil ein Bote zu spät kam. Über allem stand das Osmanische Reich. Nicht nur ein Heer, sondern eine Ordnung aus Steuern, Garnisonen und Kontrolle. Wenn ein Dorf zögerte, kam nicht nur ein Befehl, sondern eine Antwort: geplünderte Vorräte, verbrannte Speicher, verschleppte Menschen. Gewalt war dabei selten ein Ausbruch, sondern ein Werkzeug, so ruhig angewandt, dass es noch mehr Angst machte. In Nordalbanien lebten kleine Herren zwischen Pässen und Burgen. Einer von ihnen war John Kastrioti. Er verhandelte, wechselte Zusagen, suchte Venedig und andere Mächte, um Zeit zu kaufen. Doch das Reich verlangte irgendwann mehr als Abgaben. Es verlangte Pfänder, damit Gehorsam nicht nur eine Entscheidung bleibt, sondern eine Fessel. Einer dieser Söhne hieß Georg Kastrioti. Später wird Europa ihn Skanderbeg nennen. Als man ihn fortführte, war es kein ehrenvoller Dienst, sondern Entwurzelung. Ein Kind wird in eine fremde Ordnung gepresst, bis Herkunft zu einem Risiko wird und jedes Erinnern gefährlich wirkt. Am osmanischen Hof wurde ein Pfand nicht nur bewacht, es wurde geformt. Aus einem Kind sollte ein Werkzeug werden. Disziplin war kein Ideal, sondern ein Zustand, den man in den Körper drückt, bis er selbstverständlich wirkt. Skanderbeg lernte Sprachen, Ränge, Rituale. Er lernte, wie ein Blick zu viel schon Verdacht wecken kann. Er lernte, wie man die eigene Miene kontrolliert, weil Emotionen in dieser Welt nicht als Menschlichkeit gelten, sondern als Schwäche, als Angriffspunkt. Er lernte Reitkunst, Waffenhandwerk, Formation, Gehorsam. Er lernte auch den Klang von Befehlen, die nicht diskutiert werden. Und er lernte, wie ein System Loyalität herstellt, nicht nur durch Angst, sondern durch Aufstieg. Wer nützlich ist, bekommt Aufgaben. Wer Aufgaben bekommt, bekommt Bedeutung. Und Bedeutung macht abhängig. Die Praxis war dabei nicht primitiv, sondern gezielt. Ein Pfand, das nur leidet, ist schnell wertlos. Ein Pfand, das gepflegt wird, bleibt wertvoll. Also gab es oft eine Mischung aus Förderung und Kontrolle. Man gab Bildung, man gab Training, man gab die Möglichkeit aufzusteigen. Und genau darin liegt die eigentliche Fessel. Wer aufsteigt, wird Teil der Maschine. Wer Teil der Maschine ist, trägt Verantwortung für sie. Und Verantwortung bindet stärker als Angst. Skanderbeg lernte deshalb früh, dass man zwei Leben zugleich haben kann. Ein Äußeres, das funktioniert, und ein Inneres, das sich erinnert. Dieses Doppelleben ist anstrengend. Es kostet Kraft. Aber es macht einen Menschen auch fähig, Masken zu tragen, ohne sich sofort zu verlieren. Und genau das ist später entscheidend, wenn man ein Imperium täuschen will. Man muss verstehen, was Druck für ein Dorf bedeutet, bevor man versteht, warum Skanderbeg später so viele Menschen zwischen Hoffnung und Angst hielt. Druck ist nicht abstrakt. Druck ist ein Eintreiber, der wiederkommt, wenn du nicht zahlen kannst. Druck ist eine Liste, auf der dein Name steht. Druck ist ein Reitertrupp, der nachts auftaucht, weil jemand gehört hat, dass ihr Korn versteckt. Druck ist auch die Veränderung der Sprache. Plötzlich heißen Orte anders,
weil die Verwaltung sie anders nennt. Plötzlich heißt ein Weg nicht mehr unser Weg, sondern Marschroute. Plötzlich ist eine Brücke nicht mehr nur Holz über Wasser, sondern ein Punkt, an dem Kontrolle beginnt. Und wenn Kontrolle beginnt, endet Spontaneität. Dann ist jede Bewegung verdächtig. Für Bauern ist die zentrale Frage nicht, wer Recht hat, sondern wer morgen kommt. Kommen die Leute Skanderbeks und wollen Nahrung für die Kämpfer? Kommt die Garnison und verlangt Tribut? Kommt ein venezianischer Händler und verlangt Sicherheit für seine Karawanen? Jeder will etwas und fast niemand kann dir etwas geben, außer vielleicht ein Versprechen. In solchen Jahren wird ein Sack Korn zu einer politischen Entscheidung. Und politische Entscheidungen auf Dorfebene enden oft mit Gewalt. Wenn ein Dorf sich weigert, kann es bestraft werden. Wenn es hilft, kann es bestraft werden. Das ist die Perfektion imperialer Angst. Sie macht jede Entscheidung riskant. Und genau dagegen musste Skanderbeg ein anderes Gefühl setzen, dass Widerstand nicht automatisch Selbstmord bedeutet, sondern zumindest eine Chance, selbst über das eigene Leben zu entscheiden. Skanderbeg diente den Osmanen jahrelang. Das ist der Teil, den viele Erzählungen glätten, weil er unbequem ist. Doch wer ihn verstehen will, muss ihn aushalten. Skanderbeg war nicht nur ein heimlicher Rebell, der zufällig im falschen Lager stand. Er war ein Mann, der im osmanischen Dienst aufstieg, weil er fähig war, weil er diszipliniert war, weil er in Kämpfen funktionierte. In der Logik des Reiches wurde er wertvoll. Und wer wertvoll ist, wird eingesetzt und beobachtet. Gerade diese Jahre machen ihn später so gefährlich. Ein Gegner, den du von außen siehst, bleibt ein Rätsel. Ein Gegner, den du von innen kennst, ist eine Landkarte. Skanderbeg sah, wie osmanische Kriegsführung funktioniert. Schnell, flexibel, pragmatisch. Er sah, wie Aufklärung genutzt wird, wie Nachschub organisiert wird, wie Offiziere belohnen und bestrafen. Er sah, wie Angst zu einem Verwaltungsinstrument werden kann. Er lernte es in den Details. Und genau hier entsteht seine spätere Genialität auf dem Schlachtfeld. Skanderbeg lernte nicht nur, wie man kämpft, sondern wann man kämpfen darf. Er sah, wie osmanische Reiterverbände, oft als Tima-Reiterei organisiert, also berittene Krieger, deren Dienst über Landzuweisungen bezahlt wird, wie ein Uhrwerk funktionieren, solange Nachschub und Befehlsketten intakt bleiben. Er sah aber auch, wie schnell dieses Uhrwerk stottert, sobald ein Gebirgspfad blockiert ist, sobald ein Wagenzug brennt, sobald ein Bote ausfällt. In den Lagern beobachtete er, wie Offiziere Karten ausbreiten und nicht nur Wege einzeichnen, sondern Erwartungen. Hier wird der Gegner fliehen, hier wird er sich fügen. Skanderbeg prägte sich genau diese Erwartungen ein, weil er später nicht gegen Klingen, sondern gegen Erwartungen kämpfen würde. Er lernte außerdem, wie man Mut dosiert. Ein impulsiver Angriff fühlt sich heroisch an, aber er frisst Männer. Ein Angriff zur richtigen Minute frisst den Gegner. Diese Kälte ist kein fehlendes Herz. Sie ist die einzige Art, wie ein kleiner Widerstand gegen eine große Maschine überhaupt überleben kann. Nicht nur in Schlachten, sondern in dem, was Schlachten möglich macht. Versorgung, Marschdisziplin, Ordnung in der Hierarchie. Er sah, wie schnell ein Befehl zu einer Bewegung werden kann, wenn ein System eingespielt ist. Und er sah, wie rücksichtslos ein System reagiert, wenn man diese Beweglichkeit bedroht. Er lernte außerdem, wie das Reich seine Vielfalt organisiert. Das Osmanische Reich bestand nicht aus einem einzigen Volk, einer einzigen Sprache, einer einzigen Tradition. Gerade deshalb war es so gefährlich. Es konnte aufnehmen, nutzen, umformen. Es konnte lokale Eliten kaufen oder brechen. Es konnte Regionen gegeneinander ausspielen. Diese Flexibilität war wie ein Messer, das sich anpasst. Skanderbeg sah Dörfer, die Abgaben nicht zahlen konnten und dafür etwas anderes zahlten. Vieh, Ernte, manchmal Menschen. Er sah lokale Herren, die man bog, bis sie knacken. Er sah, wie schnell ein Heer Ordnung in Chaos verwandelt, wenn es muss. Und er sah, wie dünn die Grenze zwischen Unterwerfung und Vernichtung ist. Ein falsches Wort, ein verspäteter Tribut, ein Verdacht, und plötzlich wird aus einem Partner ein Beispiel. Nordalbanien blieb in seinem Kopf nicht als romantische Heimat, sondern als Gelände. Berge, Engstellen, Pässe. Wege, die man kennen muss, um sie zu überleben. Wer dort Krieg führt, führt ihn anders.
Ein großes Heer ist stark, aber es ist schwer. Es frisst mehr. Es wird langsamer. Es braucht klare Marschwege. Und wenn Wege im Gebirge zu Engstellen werden, wird aus Stärke eine Last. Das Land selbst kann zum Verbündeten werden, wenn man es versteht, und zum Grab, wenn man es unterschätzt. Diese Erkenntnis ist banal, solange man sie nur sagt. Sie wird erst real, wenn man sieht, wie ein Heer im Gebirge müde wird. Wie Pferde stolpern, weil Steine unter den Hufen nachgeben. Wie Wagen hängen bleiben, weil der Weg zu schmal ist. Wie ein einziger umgestürzter Baum eine Kolonne staut. Und Stau bedeutet Angst. Angst bedeutet Unordnung. Unordnung bedeutet, dass ein kleiner Gegner plötzlich groß wirkt. Seit Sultan Murad die Expansion auf dem Balkan beschleunigt hatte, war das Gefühl gewachsen, dass Widerstand irgendwann immer endet. Viele beugten sich nicht, weil sie überzeugt waren, sondern weil sie müde waren. Ein Imperium muss nicht alle überzeugen, es muss nur lange genug warten, bis die meisten aufhören zu hoffen. Irgendwann wurde aus Anpassung eine Sackgasse, aus Loyalität eine Kette. Und aus Ketten wächst in manchen Menschen nicht nur Angst, sondern ein stiller Zorn, der sich sammelt, bis er hart wird. Skanderbeg war kein Mann, der aus einem einzigen Moment herausbricht. Er war ein Mann, in dem sich viele Momente stapeln. Der erste Winter fern der Heimat, der erste Befehl, der ihn gegen Menschen schickt, die wie er beten könnten, die erste Belohnung, die sich anfühlt wie eine neue Fessel, die erste Erkenntnis, dass man ihn nicht als Mensch braucht, sondern als Funktion. Der Bruch kam in einem Feldzug, der in Unordnung endete. Im Jahr 1443 gerieten osmanische Kräfte bei Nisch unter Druck. Es war kein sauberes Bild, kein heldischer Moment mit Musik. Es war Chaos. Staub, Meldungen, die sich widersprechen, Männer, die nicht wissen, ob der Nebenmann noch hält. Ein Rückzug, der an manchen Stellen wie Flucht wirkt. Der Druck kam in einer Phase, in der das Reich im Westen nicht nur gegen lokale Aufstände kämpfte, sondern auch gegen größere Gegenkräfte. Ungarische Feldzüge unter erfahrenen Kommandeuren nutzten die Gelegenheit, die Osmanen in Bewegung zu treffen. Das bedeutete schnelle Vorstöße, überraschende Angriffe und die Hoffnung, dass ein Reich, das an vielen Stellen zieht, irgendwann stolpert. Für Skanderbeg war diese Unordnung mehr als nur ein militärischer Moment. Es war ein Fenster. Ein Imperium kann vieles verzeihen, aber es verzeiht selten, dass ein wertvoller Mann verschwindet. Und doch ist genau die Unordnung der Moment, in dem man verschwinden kann. In Ordnung sind alle Augen offen. Im Chaos schauen alle nach vorn. Der Entschluss zur Desertion war deshalb nicht nur Mut, er war auch kalte Rechnung. Skanderbeg nahm Männer mit, die ihm vertrauten, aber er konnte nicht zu viele mitnehmen, ohne aufzufallen. Er musste schnell sein, aber nicht so hektisch, dass man ihm folgt. Er musste Wege wählen, die nicht die erwarteten Wege sind. Und er musste akzeptieren, dass jeder Tag Verzögerung ein Tag ist, an dem jemand im Imperium den fehlenden Stein in der Mauer bemerkt. Auf dem Ritt Richtung Nordalbanien war die Gefahr nicht nur die Verfolgung. Die Gefahr war auch die Unsicherheit der Heimat. Denn Jahre am Hof verändern einen Mann. Und die Heimat vergisst nicht. Manche sahen in ihm einen Rückkehrer. Andere sahen in ihm einen Mann, der osmanisch geworden ist. Skanderbeg musste also nicht nur ankommen. Er musste glaubwürdig sein. Skanderbeg erreichte Kruja. Über Details streiten Chronisten, doch das Ergebnis ist klar. Er übernahm die Festung und setzte ein Zeichen, das jeder verstand. Die Übernahme selbst war kein romantischer Triumph, sondern ein präziser Schnitt. Skanderbeg nutzte Geschwindigkeit, Überraschung und die Verwirrung, die nach einem Rückzug entsteht. In solchen Stunden kippt eine Garnison nicht, weil sie militärisch ausgelöscht wird, sondern weil sie nicht mehr weiß, wem sie gehorchen soll. Genau das ist Skanderbegs frühe Handschrift. Er greift die Ordnung an, nicht zuerst die Mauern. Wächter werden überrumpelt, Tore werden geöffnet, Befehle werden gebrüllt, als kämen sie aus einer legitimen Kette. Ein Teil der Geschichten spricht von einem Schreiben mit Siegel, das den Wechsel offiziell wirken ließ, ob Legende oder Wahrheit, es passt zu seiner Methode. Er verstand, dass Papier manchmal schneller tötet als ein Rambock. Und als die Banner auf den Zinnen standen, war es nicht nur Trotz, sondern eine Kampfansage, die man in den Tälern hören konnte. Wer jetzt noch neutral bleiben wollte, musste erklären, warum er schweigt,
während ein Adler wieder fliegt. Nach späteren Berichten nutzte er ein Schreiben, das wie ein Befehl aus dem osmanischen System wirkte, eine List, die nur jemand glaubhaft einsetzen kann, der die Sprache der Macht gelernt hat. Papier kann ein Tor öffnen, wenn die Erwartung stimmt. Ein Wachmann gehorcht nicht dem Mann, sondern dem Siegel. Und wenn das Siegel echt wirkt, wird aus Misstrauen Gehorsam für einen Moment lang. Dieser Moment genügt. Dann stand der Doppeladler über den Mauern. Nicht als Dekoration, sondern als Ansage. Das hier ist nicht nur ein Streit um Abgaben. Das ist Aufstand. Doch ein Aufstand gewinnt nichts, wenn er nur aus einem Banner besteht. Nordalbanien war politisch zersplittert. Lokale Herren hatten Fehden, alte Rechnungen, Stolz. Manche fürchteten den Sultan mehr, als sie Skanderbeg vertrauten. Andere fürchteten Skanderbeg, weil ein starker Mann im Hinterland auch gefährlich ist. Viele hatten schlicht Angst, dass Widerstand das Land zu einem Schlachtfeld macht, das niemand mehr kontrolliert und das am Ende die eigenen Kinder bezahlen. Und diese Angst war nicht irrational. Sie war Erfahrung. Jeder kannte Dörfer, die nach einem Strafzug nicht mehr existierten. Jeder kannte Familien, die zerrissen wurden, Männer erschlagen, weil sie als Kämpfer galten, Frauen und Kinder verschleppt, weil Arbeitskraft Geld bedeutete. Jeder kannte die Art, wie ein Imperium Ordnung setzt, wenn Ordnung in Frage gestellt wird. Ordnung bedeutete dann nicht Frieden, sondern Gehorsam. Skanderbeg verstand, dass er mehr braucht als Mut. Er brauchte Geschwindigkeit, Klarheit und ein Angebot, das stärker ist als Angst. Also handelte er schnell. Er sicherte Pässe, er setzte zuverlässige Männer an Schlüsselstellen. Er organisierte Vorräte, nicht als Luxus, sondern als Überlebensbedingung. Er schickte Boten, nicht nur an Herren, sondern auch an Klöster, an Gemeinden, an Menschen, die Wege kennen. Information war seine zweite Waffe, gleich nach dem Stahl. Denn in den Bergen kann man nicht überall sein. Aber man kann wissen, wo der Feind ist, bevor er bei dir ist. Man kann Rauchzeichen sehen, wenn ein Tal brennt. Man kann Hufspuren deuten. Man kann Geräusche hören, die andere überhören. Wer früh weiß, kann ausweichen. Wer früh weiß, kann zuschlagen. Und wer früh weiß, kann die eigenen Menschen retten, bevor das Imperium sie zu Zahlen macht. Im Jahr 1444 versammelten sich verschiedene Anführer in Lescha, um ein Bündnis zu schließen. Später nennt man es die Liga von Lescha. Was danach zählt, ist nicht Pathos, sondern Handwerk. Skanderbeg drängt darauf, dass aus stolzen Burgherren etwas entsteht, das im Feld überhaupt reagieren kann. Meldeketten, feste Sammelpunkte, vereinbarte Signale. Nicht jeder Mann muss lesen können, aber jeder muss verstehen, was ein Feuer auf einem bestimmten Grad bedeutet, was 3 Hornstöße bedeuten, was ein Reiter mit einem roten Tuch am Speer bedeutet. Er lässt die Männer in kleinen Gruppen trainieren, weil kleine Gruppen im Gebirge überleben. Er ordnet an, dass niemand ohne Speer marschiert, dass niemand ohne Rückweg zuschlägt. Und er zwingt die Liga, eine brutale Wahrheit zu akzeptieren. Wer sich im Gefecht in Panik auflöst, liefert nicht nur sich selbst, sondern das ganze Bündnis. So wird aus Lescha nicht sofort eine Nation, aber etwas Seltenes, ein gemeinsamer Takt. Und ein gemeinsamer Takt ist gegen ein Imperium oft wichtiger als eine große Armee. In der Praxis war es kein romantischer Bund ewiger Brüder. Es war ein fragiles Arrangement, ein Vertrag unter Misstrauen. Jeder wusste, wenn einer fällt, werden die anderen als Nächste geprüft. Und das Imperium prüft nicht sanft. Die Herren, die dort zusammenkamen, trugen nicht nur Waffen, sondern auch Erinnerungen. Manche hatten gegeneinander gekämpft. Manche hatten Verwandte durch Fehden verloren. Manche hatten einander bei Verhandlungen gedemütigt. Ein Bündnis in so einer Lage ist weniger eine Familie als ein Waffenstillstand, der in den Krieg hinein verlängert wird. Skanderbeg musste deshalb eine Kunst beherrschen, die seltener ist als Tapferkeit. Er musste führen, ohne zu zerstören. Er musste Autorität zeigen, ohne alle anderen zu erniedrigen. Er musste entscheiden, ohne die Egos zu zerbrechen, die in den Bergen oft genauso hart sind wie Stein. Und er musste dabei ständig klar machen, warum das alles nötig ist. Nicht mit Predigten, sondern mit Bildern, die jeder versteht. Wenn wir einzeln stehen, werden wir einzeln geholt. Die Liga musste Regeln finden, die mehr sind als gute Absichten. Wer stellt wie viele Männer?
Wer zahlt wie viel? Wer hält welchen Pass? Wer bewacht welche Vorratslager? Und vor allem, was passiert, wenn jemand aus Angst oder Gier ausschert? Denn ein Imperium liebt genau diese Momente. Es kauft einen Mann und plötzlich fällt ein Tal. Hier wird die Brutalität politisch. Nicht jede Härte entsteht aus Wut. Viele Härten entstehen aus der Angst, dass ein Riss zur Flut wird. Ein Verräter ist im Gebirge nicht nur ein Verräter, er ist ein Weg für ein Heer. Und ein Weg für ein Heer ist das Ende für Menschen, die keine Zeit zum Fliehen haben. Skanderbeg wurde zur zentralen Figur, nicht weil alle ihn liebten, sondern weil er etwas hatte, was die anderen nicht hatten: die Schule des Gegners. Er kannte Marschrouten, er kannte die Sprache der Drohungen, er kannte die Erwartungshaltung osmanischer Offiziere. Er wusste, wie schnell ein Heer denkt, wenn es sich sicher fühlt, und wie langsam es reagiert, wenn es in ungewohntem Gelände nervös wird. Vor allem wusste er, was ein Imperium fürchtet. Nicht den tapferen Tod, sondern den Verlust von Kontrolle. Der Krieg begann nicht mit einem einzigen großen Schlag, sondern mit Zügen, Blockaden, Überfällen. Mit Nächten, in denen man nicht weiß, ob der Morgen einem gehört. Mit Dörfern, die entscheiden müssen, ob sie Nahrung verstecken oder abgeben. Mit Familien, die lernen, dass Neutralität oft nur heißt, beide Seiten kommen. Und wer zwischen zwei Seiten steht, wird von beiden misstraut. In diesen Jahren wurde Nordalbanien zu einem Raum, in dem Angst eine Währung ist. Die Osmanen setzten auf Abschreckung. Ein Dorf, das hilft, kann bestraft werden. Nicht immer nach einem sauberen Gesetz, sondern oft genug, dass die Botschaft ankommt. Die Botschaft lautet: Wenn ihr glaubt, ihr könnt euch entziehen, dann irrt ihr. Und sie lautet auch: Wenn ihr euch einreiht, lebt ihr vielleicht. Vielleicht. Skanderbeg antwortete darauf nicht mit blindem Sturm, sondern mit Struktur. Er brauchte Meldereiter, Signale, Vorratslager, Späher. Er brauchte Wege, die nicht nur existieren, sondern sicher genug sind, um in der Nacht genutzt zu werden. Er brauchte Menschen, die lieber schweigen als reden, weil ein gesprochenes Wort in solchen Zeiten eine Münze sein kann, die der Feind einsammelt. Er musste eine Regel schaffen, die in solchen Konflikten entscheidend ist: Wer sich anschließt, muss wissen, dass er nicht beim ersten Druck allein gelassen wird. Im Jahr 1444 kam es zur ersten großen Bewährungsprobe, die später als Schlacht bei Torvjol beschrieben wird. Hier zeigt Skanderbeg erstmals offen, warum er mehr ist als ein Aufständischer. Er wählt keinen Ort, der schön ist, sondern einen Ort, der zwingt. Ein Tal, das die Sicht begrenzt. Höhen, die man besetzen kann. Waldstreifen, in denen sich Reiter verbergen, ohne dass Staub sie verrät. Er lässt den Gegner glauben, er stehe mit allem, was er hat, sichtbar im Feld. Gerade genug, um den osmanischen Befehlshaber zu einem entschlossenen Vorstoß zu reizen. Dann beginnt das Spiel. Skanderbeg teilt seine Männer in Rollen, nicht nur in Reihen. Eine Linie bindet. Eine zweite Linie hält Abstand, um nicht im ersten Stoß zu zerbrechen. Und eine Reserve wartet, nicht als Angst, sondern als Klinge, die man erst zieht, wenn das Fleisch offen ist. Wenn der Angriff kommt, ist es laut und kurz. Pfeile surren, Schilde splittern, Pferde gehen hoch, weil sie in das metallische Knäuel aus Schreien und Staub geraten. Skanderbeg reitet dort, wo man ihn sieht. Nicht, weil er unverwundbar wäre, sondern weil Sicht in diesem Moment Moral ist. Ein Mann, der seinen Anführer im Staub stehen sieht, hält länger. Dann kommt der entscheidende Taktwechsel, den er aus der osmanischen Schule kennt. Er lässt einen Teil seiner Linie nachgeben, kontrolliert, nicht als Flucht, eher wie ein Atemzug zurück. Für den Gegner sieht das aus wie der bekannte Moment, in dem Widerstände brechen. Genau in diesem Moment wachsen Übermut und Unordnung. Reihen öffnen sich, weil jeder zuerst schlagen will. Und während die Ordnung wankt, knallt die Reserve aus dem Gelände. Nicht frontal, sondern seitlich in die Flanke, dort, wo Schilde nicht geschlossen sind und Pferde sich gegenseitig blockieren. Das ist die Brutalität solcher Minuten. Wer fällt, wird nicht nur verwundet, er wird überrollt. Ein Mann, der in der Masse stolpert, spürt Hufe, bevor er den Boden überhaupt richtig sieht. Ein Ritter, der sich aufrichten will, bekommt Metall in den Hals oder in die Rippen, weil niemand Zeit hat, ritterlich zu sein.
Skanderbeg nutzt genau diese Unbarmherzigkeit nicht aus Lust, sondern aus Notwendigkeit. Er weiß, dass ein kleiner Sieg nur dann zählt, wenn er den Gegner erschreckt. Nicht durch Worte, durch das Gefühl, hier verlieren wir die Kontrolle. Als die osmanische Linie bricht, jagt er nicht blind hinterher. Er jagt die richtigen Gruppen, die Banner tragen, die Befehle weitergeben, die Ordnung wiederherstellen könnten. Er jagt die Nerven des Heeres. Das ist Feldherrnkunst. Und Torvjol wird damit zum ersten großen Beweis. In Nordalbanien entscheidet nicht die Zahl, sondern der Moment. Zahlen schwanken in den Quellen, doch sie sind sich im Klang einig. Skanderbeg setzte nicht auf Masse, sondern auf Timing. Er nutzte Gelände, Täuschung, den Moment, in dem ein Gegner glaubt, er habe die Kontrolle. Und wenn dieser Moment kommt, dann schlägt man zu, bevor der Gegner überhaupt versteht, dass sich die Lage gedreht hat. Skanderbegs Stärke lag dabei nicht in einem magischen Trick, sondern in Disziplin. Er hatte gelernt, dass der erste Schlag selten entscheidet. Entscheidend ist, ob man nach dem ersten Schlag noch Ordnung hat. Viele Kämpfer sind mutig, bis sie Blut sehen. Dann verliert der Körper die Technik. Dann wird aus Plan Instinkt. Ein kleiner Widerstand kann sich Instinkt nicht leisten. Er muss Ordnung behalten, sonst ist er in Minuten zerrieben. Man darf sich diese Schlacht nicht als sauberes Duell vorstellen. Es war ein Kampf in Staub und Lärm, in dem Ordnung wichtiger war als Tapferkeit. Sobald eine Linie bricht, wird alles schnell und brutal. Männer werden nicht nur getötet, sie werden überrannt. Pferde reißen Menschen zu Boden und ein Mensch am Boden ist in solcher Nähe oft schon verloren. Wer verletzt ist, ist nicht nur schwächer, er ist eine Last. Und eine Last kann ein kleiner Widerstand nur begrenzt tragen. Nach Torvjol begann für viele Dörfer die harte Phase. Nicht der Jubel, sondern die Angst vor der Antwort. Denn das Reich antwortet selten nur mit neuer Strategie. Es antwortet mit Strafe. Strafzüge sind die Sprache, die jeder versteht, auch ohne Übersetzer. Dörfer brennen, Vorräte verschwinden, Menschen werden abgeführt. Nicht, weil jedes einzelne Dorf schuldig wäre, sondern weil der Eindruck zählt. Das Imperium muss nicht jeden Tag siegen. Es muss nur lange genug zeigen, dass Widerstand teurer ist als Gehorsam. So wurde der Krieg schnell zu einer Frage von Versorgung. Bauern versteckten Getreide in Gruben. Familien trieben Vieh in höher gelegene Weiden, weil dort Reiter schwerer hinkommen. Klöster wurden zu Orten, an denen man Informationen sammelt, weil Klöster oft über Boten und Schrift verfügen. Und gleichzeitig wurden genau solche Orte gefährlich, weil sie Verdacht wecken, wer hilft dem Widerstand, wird zur Zielscheibe. Europa blickte auf diese Region wie auf einen Rand. Rom sprach, Venedig rechnete, Neapel verhandelte. Manchmal kam Hilfe, manchmal blieb sie ein Brief. Und während Worte reisen, marschieren Armeen. Im Jahr 1444 kam es zur Schlacht bei Varna. Ein großes europäisches Heer versuchte, den Druck zu brechen und scheiterte. Für Regionen wie Nordalbanien war das doppelt gefährlich. Es nahm Hoffnung und es gab dem Reich Rückenwind. Wenn ein großer Gegenschlag scheitert, wirkt das Imperium wieder unaufhaltsam. Im Jahr 1448 folgte eine weitere große Konfrontation am Kosovo-Feld. Wieder zeigte sich, wie schwer es ist, ein eingespieltes Reich mit einmaligen Koalitionen zu brechen. Für Skanderbeg war das eine Bestätigung seiner Methode. Er konnte nicht auf den einen großen europäischen Sieg warten. Er musste so kämpfen, dass er auch ohne ihn überlebt. Das heißt, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern jeden Monat als eigene Schlacht begreifen. Und genau hier wurde er für Sultan Murad so unerquicklich. Sultan Murad war kein zufälliger Herrscher, sondern der Mann, der das Reich nach inneren Spannungen festigte und wieder nach Westen drückte. Er verstand, dass ein symbolischer Widerstand in den Bergen nicht nur militärisch gefährlich ist, sondern politisch. Wenn ein kleiner Raum Nein sagt und überlebt, hören andere dieses Nein. Die Logik war simpel. Man zerdrückt das Symbol, dann folgt der Rest. Und dieses Symbol hieß Kruja. Belagerung ist kein ritterlicher Zweikampf. Belagerung ist Mathematik und Leid. Gräben, Palisaden, Belagerungsgeräte. Lager, in denen Krankheiten wachsen.
Tage, an denen alles nach Rauch und Schweiß riecht. Nächte, in denen man die Stimmen des Gegners hört und nicht weiß, ob gleich der Sturmangriff kommt. Eine Belagerung versucht nicht nur Mauern zu brechen. Sie versucht Menschen zu brechen. Im Jahr 1450 begann die große Belagerung von Kruja. Für Skanderbeg ist eine Belagerung nicht nur ein Test der Mauern, sondern ein Test der Köpfe. Er weiß, wenn die Osmanen Kruja halten, halten sie nicht nur Stein, sie halten das Zentrum der Erzählung. Also macht er etwas, das viele Belagerer hassen. Er lässt Kruja klein wirken, aber den Ring darum gefährlich. Während in der Festung die Wachen zählen und Pfeile sparen, bewegt er sich draußen wie ein Schatten mit Klinge. Er schickt kleine Trupps in der Nacht an die Ränder des Lagers. Kein großer Angriff, eher Nadelstiche. Ein Brand in einem Vorratszelt, ein Überfall auf Holzsammler, ein lautloses Ausschalten eines Postens, damit am Morgen ein Loch in der Kette klafft. Er zwingt die Belagerer, doppelt zu sichern. Und doppelte Sicherung bedeutet weniger Männer an den Geräten, weniger Ruhe, mehr Krankheit, mehr Streit. Ein Imperium kann viel ertragen, aber es erträgt schlecht, wenn seine Ordnung im Dunkeln lächerlich wirkt. Wenn dann ein größerer Ausfall kommt, kommt er wie ein Keil. Kurz, hart, ohne Zögern. Skanderbeg zielt auf Seile, Achsen, Riegel, alles, was Belagerungsgeräte zu Werkzeugen macht. Holz brennt schneller als Stein. Und wenn eine Ramme brennt, brennt nicht nur Material, sondern die Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung. In solchen Nächten hören die Männer auf beiden Seiten dasselbe, das Knistern von Feuer und das Schreien Verwundeter. Der Unterschied ist nur, wer am Ende wieder in die Berge verschwindet und wer im Lager zurückbleibt, müde und wütend. Murat brachte Masse, Ausdauer, Geduld. Er wollte Kruja ersticken, abschneiden, zermürben, aushungern. Und Kruja musste nur eines tun: aushalten. Aushalten bedeutet, die eigene Angst nicht nach außen zu lassen, weil sie sonst alle ansteckt. Aushalten bedeutet, Hunger zu sehen und trotzdem Wache zu gehen. Mauern zu reparieren, während Steine einschlagen. Nachts in den Schlaf zu kippen und morgens wieder aufzustehen, als wäre es normal. Und es bedeutet, die Stille auszuhalten, die zwischen Angriffen entsteht. Denn diese Stille ist nicht Frieden. Sie ist Erwartung. In einer belagerten Festung wird alles konkret. Brot wird zu Mathematik. Wasser wird zu Zeit. Jede Krankheit wird zur Gefahr, weil man nicht einfach Abstand halten kann. Jeder Streit wird zur Schwäche, weil man den Feind nicht draußen lassen kann, wenn man ihn drinnen hat. Und doch müssen Menschen dort weiterleben. Kinder weinen, Alte werden still. Männer versuchen, Härte zu spielen, die sie nicht fühlen. Skanderbeg operierte nicht nur in der Festung. Er war draußen. Er griff Versorgung an, zwang die Belagerer, ihre Kräfte zu teilen. Er schlug dort zu, wo ein Imperium empfindlich ist, beim Nachschub. Ein Soldat ohne Essen ist kein Soldat. Ein Pferd ohne Futter ist nur eine Last. Und ein großes Heer, das zu lange steht, wird selbst zur eigenen Schwachstelle. Er nutzte die Berge wie Korridore. Er ließ kleine Trupps verschwinden, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Er zerstörte Wagen, nahm Zugtiere, schnitt Wege. Jeder verbrannte Wagenzug war nicht nur ein materieller Verlust. Er war eine Nachricht. Ihr seid hier nicht sicher, nicht am Rand, nicht in der Nacht, nicht beim Essen. Die Belagerung wurde aufgehoben. Nicht, weil Sultan Murat weich gewesen wäre, sondern weil Belagerungen Ressourcen fressen. Krankheit tötet in Lagern, Moral sinkt, Zeit wird teuer und andere Fronten rufen. Für den Widerstand war das ein Signal: man kann bestehen. Für das Reich war es eine Warnung: dieser Mann ist teurer als erwartet. Doch teuer heißt nicht unmöglich. Es heißt nur, man muss das Problem anders lösen. Skanderbeg suchte engeren Rückhalt in Italien, nicht aus Romantik, sondern aus Notwendigkeit. Neapel und andere Kräfte wurden Ansprechpartner. Verträge wurden geschlossen, Zusagen gemacht. Hilfe kam, manchmal begrenzt. Und Enttäuschungen kamen auch, weil Europa selbst zerrissen war. Italienische Politik war ein Labyrinth eigener Art. Weniger Berge, mehr Höfe. Weniger Hinterhalte in Pässen, mehr Hinterhalte in Gesprächen. Hilfe kam dort selten ohne Gegenleistung. Wer Unterstützung will, muss etwas anbieten. Militärische Hilfe, Loyalität, Prestige.
Skanderbeg verstand das. Er trat nicht als Bettler auf, sondern als Mann, der ein Geschäft anbietet. Ihr helft mir, und ich halte euch den Osten vom Hals. Ihr gebt mir Geld, Waffen, Korn, und ich binde das Reich im Gebirge. Ein Teil dieses Rückhalts wurde konkret, als Skanderbeg Beziehungen zum Königreich Neapel festigte. Das bedeutete auch, dass er zeitweise in italienischen Konflikten eingesetzt wurde, um Bündnisse zu sichern. Er musste Männer aus Nordalbanien wegführen, obwohl jeder Mann zu Hause fehlte. Er musste Risiko eingehen, um später vielleicht mehr Spielraum zu haben. Diese Reisen waren gefährlich, weil sie seine Abwesenheit im Balkan spürbar machten. Ein Widerstand, der sich zu sehr auf einen Mann stützt, ist stark und verwundbar. Rivalen werden lauter, sobald der Knotenpunkt fehlt. Und das Reich versteht genau das. Wenn man Skanderbeg nicht sofort brechen kann, muss man ihn isolieren, ihm Wege nehmen, ihm Verbündete nehmen, ihm Zeit nehmen. In den Wochen einer Belagerung verändert sich die Wahrnehmung. Zeit wird kleinteilig. Man zählt nicht Monate, man zählt Nächte. Man merkt, dass ein Tag ohne Angriff nicht gut ist, sondern verdächtig. Man hört das Hämmern von Belagerungsarbeiten wie einen zweiten Herzschlag außerhalb der Mauern. Man hört Rufe, manchmal Spott, manchmal Gebete, manchmal nur das dumme Lachen von Männern, die versuchen, Angst zu übertönen. Belagerer setzen nicht nur auf Sturm, sie setzen auf Zermürbung, auf das Wegnehmen von Wasserstellen, auf das Abbrennen von Feldern in Sichtweite, damit die Menschen auf der Mauer wissen, was sie verlieren. Auf das Zeigen von Gefangenen, damit man innen entscheidet, ob man Mensch bleibt oder nur noch Festung ist. Diese Methoden sind brutal, weil sie moralische Entscheidungen erzwingen. Öffnest du ein Tor, um ein paar Leben zu retten und riskierst damit alle? Bleibst du hart, weil Weichheit das Ende wäre und trägst dann die Schuld? In Kruja bedeutete das wachen, reparieren, sortieren. Pfeile sammeln, weil jeder Pfeil zählt. Steine bereitlegen, weil ein Stein auf einen Helm mehr sein kann als ein Schwert in der Hand. Öl und Wasser sparen, weil man nicht weiß, wie lange es noch dauert. Und immer wieder der Blick in die Gesichter. Wer hält noch? Wer wird krank? Wer wird still? Draußen war es nicht einfacher. In großen Heeren sterben Menschen, ohne dass ein Feind sie berührt. Durch Ruhe, durch Fieber, durch schlechtes Wasser, durch verletzte Füße, die sich entzünden, weil man keine Ruhe hat. Ein Lager kann zu einem eigenen Feind werden. Und genau das nutzte Skanderbeg. Er griff nicht immer die Front an, er griff die Routine an. Er zwang die Belagerer, Nachtwachen zu verdoppeln. Er zwang sie, ihre Einheiten zu verteilen. Und ein verteiltes Heer ist ein müdes Heer. Ein müdes Heer macht Fehler. Während Skanderbeg um Hilfe rang, blieb die Region ein Schlachtfeld aus Entscheidungen. Und es gab Momente, in denen seine Rechnung nicht aufging. Das zeigte sich besonders in einer Episode, die oft mit Berat verbunden wird. Dort zeigt sich, dass Skanderbegs Stärke nicht in sturem immer vorwärts liegt, sondern im Erkennen von Grenzen. Bei Berat bindet ihn die Belagerung länger, als ihm lieb ist. Jeder Tag vor einer Mauer kostet nicht nur Brot, sondern auch Beweglichkeit. Und Beweglichkeit ist sein Kapital. Als osmanische Entsatzkräfte näher kommen, kippt die Lage in eine dieser grausamen Sekunden, in denen man begreift, ein Held, der jetzt tapfer stehen bleibt, verliert alles. Skanderbeg ordnet Rückzug an, nicht als Flucht, sondern als Rettung des Kerns. Dieser Rückzug ist brutal, weil Rückzüge immer brutal sind. Männer müssen zurück, während Pfeile nach ihnen greifen. Verwundete schreien, weil niemand Zeit hat, jeden zu tragen. Pferde brechen zusammen, wenn sie im Morast ausgetretene Wege finden. Skanderbeg hält die Ordnung, indem er selbst dort bleibt, wo der Druck am stärksten ist, an den Seiten, an denen Panik entsteht. Er lässt Nachhutgruppen wie Schrauben arbeiten, die das Auseinanderfallen verhindern. Berat kostet ihn viel, und genau deshalb wird er danach noch gefährlicher. Er lernt, dass der Gegner ihn nicht nur schlagen will, sondern festnageln. Und er schwört sich, nie wieder freiwillig ein Nagel zu sein. Belagerung kann auch der Angreifer verlieren, wenn er nicht genug hat. Ein Angreifer muss länger stehen, muss mehr füttern, muss seine Männer schützen und er wird sichtbar. Sichtbarkeit ist im Gebirge gefährlich.
Als Entsatzkräfte erschienen, trafen sie nicht nur auf Kämpfer, sondern auf erschöpfte Kämpfer. In solchen Momenten kippt Disziplin leicht in Panik, und Panik ist tödlich. Die Verluste waren schwer und sie waren politisch noch schwerer, weil sie Zweifel nähren. Zweifel ist in einem Bündnis wie Gift im Wasser. Nach solchen Momenten musste Skanderbeg nicht nur seine Reihen ordnen, sondern auch sein Bild. Denn in einer Koalition ist das Bild des Führers ein Pfeiler. Wenn der Pfeiler wackelt, wird jeder unruhig. Skanderbeg kehrte zu dem zurück, was ihn stark gemacht hatte: Mobilität, Überraschung, Gelände. Er ließ nicht zu, dass eine Niederlage zur einzigen Geschichte wird, die man über ihn erzählt. Im Jahr 1457 gelang ihm bei Albulena ein Schlag, der in Europa wie ein Wunder erzählt wurde und in den Bergen wie eine harte Lektion wirkte. Skanderbeg macht hier das, was großen Heeren unbegreiflich bleibt. Er verschwindet absichtlich. Wochenlang lässt er den Gegner glauben, der Widerstand sei zerfallen. Er zeigt sich nicht, er reizt nicht, er lässt die Täler still wirken. Für viele seiner eigenen Leute ist das schwer, weil Stille wie Niederlage aussieht. Aber für ihn ist Stille ein Köder. Ein Lager, das zu lange siegt, wird menschlich. Männer kochen, lachen, streiten, schlafen tiefer. Wachposten schauen weniger oft in den Wald, weil sie glauben, im Wald sei nichts mehr. Dann schlägt er zu wie eine Klinge aus Nebel. Nicht mit einem einzigen Stoß, sondern in Wellen. Eine Gruppe trifft die Außenposten und lässt sie nicht einmal Zeit haben, Alarm sauber zu geben. Eine zweite Gruppe bricht in die Mitte, dort, wo Banner stehen und Befehle entstehen. Und während das Lager versucht, Ordnung zu finden, kommt Skanderbeg mit dem Hauptstoß, schnell, entschlossen, so laut, dass es wie ein Gewitter wirkt. In dieser Art Kampf entscheidet nicht, wer die beste Rüstung hat, sondern wer als erster versteht, dass das Lager bereits verloren ist. Die Szene ist brutal, weil Lagerkämpfe brutal sind. Männer stolpern aus dem Schlaf in den Tod. Pferde reißen sich los und trampeln Zelte nieder. Feuer frisst Stoff und Rauch frisst Sicht. Ein Heer, das sonst wie eine Mauer vorwärts geht, wird plötzlich ein Haufen Einzelner, die nur noch an sich denken. Skanderbegs Genialität liegt genau darin, diese Verwandlung zu erzwingen. Er gewinnt nicht nur mit Stahl, er gewinnt mit dem Moment, in dem Angst schneller läuft als der Befehl. Und danach, wenn die Sonne höher steht, bleibt nicht nur ein taktischer Sieg. Es bleibt ein psychologischer Schnitt. Jeder osmanische Soldat, der Albulena überlebt, trägt die Erinnerung mit sich. Selbst im scheinbaren Frieden kann Nordalbanien zuschlagen. Selbst im Lager ist man nicht sicher. So wird ein Schlachtfeld zur Botschaft, die weiter reist als jeder Bote. Er lockte eine größere osmanische Streitmacht in das Gefühl, sicher zu sein. Und dann schlug er zu, als die Ordnung weich war. Im Lager, im Moment der Selbstverständlichkeit. Ein Angriff auf ein Lager ist brutal, weil er nicht nur Körper trifft, sondern Sicherheit. Danach schläft kein Soldat mehr wie zuvor. Danach sieht jeder Busch aus wie ein Hinterhalt. Und wenn ein Heer Angst vor Schatten bekommt, verliert es Kraft an die falschen Stellen. Der Sieg bei Albulena beendete den Krieg nicht, aber er kaufte Zeit. Er gab der Liga wieder Atem. Und er zeigte dem Reich, dass Nordalbanien nicht mit einem einzigen Zug befriedet werden kann. Dann änderte sich die Welt spürbar. Im Jahr 1453 fiel Konstantinopel. Für viele war das nicht nur eine Eroberung, sondern das Ende eines Symbols. Die byzantinische Hauptstadt war jahrhundertelang ein Mittelpunkt gewesen, kulturell, religiös, politisch, und nun war sie gefallen. Was vorher wie ein regionaler Druck gewirkt hatte, wurde plötzlich zur Weltmacht, die Geschichte schreibt. Mit Sultan Mehmed II. Bekam das Reich eine Führung, die anders dachte: nicht nur schlagen, sondern bauen, nicht nur kommen, sondern bleiben, nicht nur gewinnen, sondern Ordnung setzen. Mehmed II. War der Typ Herrscher, der Projekte liebt, weil Projekte Kontrolle bedeuten. Er wollte Stützpunkte, er wollte Straßen, er wollte Festungen, er wollte Verwaltung, die nicht von einem einzelnen Feldzug abhängt. Unter Mehmed II. Wurde der Druck systematischer. Nicht nur durch einzelne Feldzüge, sondern durch dauerhafte Kontrolle. Und genau deshalb begannen die Osmanen, Festungen wie Nägel in den Boden zu treiben.
Ein Ort, der bleibt, verändert die Geometrie des Krieges. Er verkürzt Wege für den Angreifer. Er verlängert Wege für den Verteidiger. Er schneidet Ausweichräume ab. Im Jahr 1466 wurde Elbasan zu einem solchen Stützpunkt. Es war mehr als nur Stein. Es war eine Idee aus Stein. Die Idee, dass Nordalbanien nicht mehr ein offenes Labyrinth sein soll, sondern ein Raum, den man von innen her kontrolliert. Elbasan sollte Wege sichern, Bewegungen beobachten, Nachschub schützen. Ein Messer im Inneren, das nicht einfach wieder herausgezogen wird. Skanderbeg reagiert darauf nicht mit einem wütenden Frontalangriff, sondern mit der Art von Krieg, die Festungen hasst. Er behandelt Elbasan wie einen hungrigen Körper. Wenn man ihn nicht schnell töten kann, muss man ihn ständig hungern lassen. Er setzt an den Wegen an, die Elbasan füttern. Er jagt Wagenzüge, bevor sie die Festung erreichen. Er zwingt Patrouillen, in Gruppen zu laufen, weil Einzelne verschwinden. Und jede zusätzliche Sicherung kostet das Imperium Zeit und Männer, die es eigentlich anderswo braucht. Das ist weniger spektakulär als ein Sturmangriff, aber es ist Feldherrnarbeit in Zeitlupe. Ein Imperium rechnet in Jahren. Skanderbeg zwingt es, in Tagen zu rechnen. In denselben Jahren setzte Mehmed auch direkt wieder auf Kruja. Eine Festung wie Kruja ist in einem Krieg nicht nur Stein, sie ist Aussage. Solange sie hält, sagt sie, das Imperium ist nicht überall. Solange sie hält, bleibt Nordalbanien ein Problem. Deshalb kamen Belagerungen zurück, härter, systematischer, mit dem Wissen aus früheren Fehlschlägen. Mehmed wollte nicht nur probieren, ob die Mauern fallen. Er wollte das Umfeld verändern, damit die Mauern irgendwann allein stehen. Er ließ Wege sichern, er ließ Vorratslinien schützen, er ließ Stützpunkte wie Elbasan errichten, damit Belagerungen nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen. Er wollte, dass der Krieg zu einer dauerhaften Schlinge wird. Skanderbeg antwortete, so gut er konnte, mit Störung. Er griff Baukolonnen an, er überfiel Wagenzüge, er zwang das Reich, Schutz in Schichten zu organisieren. Aber je dichter das Netz wird, desto riskanter wird jeder Schlag. Und das ist die unromantische Wahrheit der letzten Jahre. Nicht, dass Skanderbeg plötzlich weniger mutig wurde, sondern dass der Raum kleiner wurde, in dem Mut wirken kann. In diesen Jahren wurde Nordalbanien immer stärker zum Dauerkrieg. Das bedeutet nicht jeden Tag eine Schlacht. Es bedeutet etwas Zermürbenderes, dauerhafte Spannung. Schlaf, der nicht tief ist. Männer, die Waffen tragen, auch wenn sie säen. Kinder, die lernen, leise zu sein, wenn Fremde kommen. Ernten, die nicht nur vom Wetter abhängen, sondern davon, ob ein Heer die Felder überquert. Die Osmanen antworteten mit der Sprache der Abschreckung. Dörfer, die halfen, wurden zu Warnungen gemacht. Männer wurden aufgehängt oder enthauptet, damit andere sehen, was passiert, wenn man sich widersetzt. Gefangene wurden verschleppt, Familien wurden getrennt. Nicht immer überall, nicht immer gleich, aber oft genug, dass Angst zum Hintergrundgeräusch wurde. Und der Hintergrund ist mächtig, weil er nicht aufhört. Skanderbeg sprach diese Sprache zurück, wenn er glaubte, dass er muss. Das ist der dunkle Teil solcher Geschichten. Ein Widerstand, der nur moralisch sein will, verliert oft gegen eine Macht, die bereit ist, hart zu sein. Und doch ist Härte kein Schmuck. Sie ist ein Werkzeug, das den benutzt, der es in der Hand hält. Wer lange genug kämpft, wird kälter, misstrauischer, schneller im Urteil. Skanderbeg wurde mit den Jahren härter. Nicht, weil er seine Menschlichkeit verlor, sondern weil Misstrauen überlebt. In einer Welt, in der ein Händedruck Verrat sein kann, ist Vertrauen Luxus. Und Luxus ist im Krieg selten. Wer sich Irrtümer leistet, bezahlt nicht nur selbst, sondern bezahlt mit anderen. Er nutzte Hinterhalte, plötzliche Angriffe, schnelle Rückzüge. Er zwang größere Kräfte dazu, sich zu teilen. Und jedes Teilen ist für ein Imperium ein Risiko, weil es seine Stärke in Portionen verteilt. Viele Gefechte waren keine großen Schlachten, sondern kurze, brutale Begegnungen. Ein Stoß in der Nacht, ein Angriff auf eine Nachschubkolonne, ein Überfall auf eine Garnison, die zu sicher war. Manchmal endete es nach Minuten. Manchmal dauerte es Stunden. Fast immer blieb danach etwas zurück, das nicht in offiziellen Berichten steht. Tote, die niemand begraben kann, weil man weiter muss. Verwundete, die man trägt, bis man merkt,
dass man sie nicht mehr tragen kann. Der Konflikt mit Venedig blieb dabei wie ein zweites Messer. Venedig half manchmal, wenn der osmanische Druck an der Küste zu spüren war. Venedig bremste manchmal, wenn es seine eigenen Wege schützen wollte. Und genau dieses Schwanken machte es gefährlich, weil es Misstrauen nährt. Küstenstädte dachten anders als Bergburgen. Auf dem Meer ist Bewegung Freiheit, in den Bergen ist Bewegung Gefahr. Daraus entstehen Missverständnisse, die schnell zu Feindschaft werden. Als es in der zweiten Hälfte der 40er Jahre zu offenen Spannungen kam, standen plötzlich Männer einander gegenüber, die auf dem Papier beide gegen das Imperium sein konnten und in der Realität um Zölle, Burgen und Einfluss kämpften. Solche Konflikte sind brutal, weil sie Ressourcen verschlingen, die man eigentlich gegen den größeren Feind braucht. Jede verbrannte Scheune, die in diesem Streit verloren geht, fehlt später gegen osmanische Strafzüge. Jeder tote Mann, der gegen Venedig fällt, fehlt später auf einer Mauer. Skanderbeg musste am Ende pragmatisch sein. Er konnte Venedig nicht dauerhaft zum Feind machen, wenn er zugleich Mehmed widerstehen wollte. Also suchte er Ausgleich, ohne sich klein zu machen. Ein Balanceakt, der in Nordalbanien genauso gefährlich war wie eine Schlacht. Und er musste dabei immer im Hinterkopf behalten, dass auch Verbündete eigene Uhren haben. Wenn in Italien ein Fürst stirbt oder ein Papst wechselt, können Versprechen in wenigen Tagen wertlos werden. Elbasan war deshalb so bedrohlich, weil es nicht nur einen Punkt hielt, sondern einen Gedanken: Dauer. Für Skanderbeg war der Krieg bisher oft ein Spiel der Räume gewesen. Er konnte verschwinden, weil Räume offen waren. Er konnte zuschlagen, weil Wege unsicher waren. Elbasan machte Wege sicherer für das Reich. Es machte Bewegung berechenbarer. Es machte Rückzüge gefährlicher, weil ein Stützpunkt im Rücken wie eine geschlossene Hand wirkt. Und Elbasan hatte eine zweite Funktion. Es war eine Botschaft an alle lokalen Herren. Die Botschaft lautete: Wir sind nicht mehr nur auf Durchmarsch. Wir bleiben. Wir bauen. Wir pflanzen unsere Ordnung in euren Boden. Und wenn Ordnung einmal im Boden steckt, wird Widerstand nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich schwerer. Händler richten sich nach den sicheren Wegen. Märkte folgen den Garnisonen. Menschen passen sich an, weil sie leben wollen. Für Skanderbeg bedeutete das, dass er sein Netz aus Information und Bewegung noch dichter knüpfen musste. Späher wurden wichtiger, Meldereiter wurden wichtiger. Verlässliche Menschen in Grenzdörfern wurden wichtiger. Denn in einem enger werdenden Raum entscheidet oft nicht die Stärke, sondern die Minute. Wer 5 Minuten früher weiß, dass eine Kolonne unterwegs ist, kann zuschlagen. Wer 5 Minuten später weiß, ist vielleicht schon umzingelt. In Europa wurde Skanderbeg gefeiert, als wäre er ein Schild für alle. Doch Feiern sind warm und kurz. In den Bergen zählt am Ende nur, ob du Brot hast, ob deine Mauern stehen, ob deine Leute noch glauben, dass es Sinn hat. Und Sinn ist in einem langen Krieg eine fragile Sache. Er kann wachsen, wenn man gewinnt. Er kann sterben, wenn man hungert. Skanderbeg wusste, ein Imperium ist nicht nur durch Waffen stark. Es ist durch Zeit stark. Es kann warten. Es kann verlieren und trotzdem weitergehen. Ein kleiner Widerstand kann verlieren und sofort verschwinden. Darum durfte Skanderbeg nicht einfach tapfer sein. Er musste sparsam sein. Er musste Kämpfe wählen. Er musste Rückzüge planen. Er musste seine Leute so einsetzen, dass sie morgen noch da sind. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem romantischen Helden und einem gefährlichen Anführer. Romantische Helden sterben oft schnell. Die gefährlichen Männer sind die, die leben, weil sie rechnen können. Skanderbeg war einer davon. Er kämpfte nicht, um zu sterben, sondern um wieder kämpfen zu können. In Lescha und in anderen Orten der Region wurde Politik zu einem Kampf um Zusammenhalt. Jeder lokale Herr hatte eigene Interessen. Manche wollten vor allem ihr Land retten. Manche wollten ihre Stellung sichern. Manche wollten Rache. Manche wollten nur Ruhe. Skanderbeg musste diese Motive bündeln, ohne sie vollständig kontrollieren zu können. Er war kein König eines großen Reiches. Er war ein Knotenpunkt. Und Knotenpunkte reißen, wenn zu viele Kräfte ziehen. Und trotzdem hielt dieses Knotenwerk erstaunlich lange. Nicht, weil alle plötzlich moralisch wurden, sondern weil die Alternative so klar war. Wer sich einzeln unterwirft, überlebt vielleicht kurzfristig, aber er lebt als jemand,
der jederzeit austauschbar ist. Wer gemeinsam steht, zwingt den Gegner für jeden Schritt zu zahlen. Dieses Zahlen besteht nicht nur aus Gold, sondern aus Zeit, Müdigkeit und Verlust. Als Skanderbeg im Jahr 1468 in Lescher starb, wahrscheinlich an Fieber, für die Männer, die ihm gefolgt waren, fühlte sich dieser Tod fast unpassend an. Sie hatten ihn im Regen kämpfen sehen, im Staub entscheiden, in Nächten wach bleiben, in denen andere zusammenbrechen. Und nun nimmt ihn etwas, das man nicht mit einem Schild parieren kann. Doch selbst hier bleibt seine kämpferische Seite sichtbar. Skanderbeg stirbt nicht als gebrochener Mann, sondern als einer, der bis zuletzt denkt. Wer hält welchen Pass? Wo liegen Vorräte? Wen muss man zusammenhalten, bevor der nächste Winter kommt? Das macht sein Ende so bitter und zugleich so episch. Nicht der letzte Schlag auf dem Schlachtfeld, sondern der letzte Befehl im Kopf. Und danach die Stille, die in einem Krieg lauter ist als jeder Sturm. War das nicht nur der Tod eines Mannes? Es war der Verlust eines Zentrums. Er war mehr als Feldherr. Er war der Punkt, an dem Vertrauen hing. Die Stimme, die Entscheidungen bündelte. Die Figur, die Hoffnung hochhielt, auch wenn sie schwer wurde.